Wir sind eine fahrradfreundliche Stadt. Wir müssen mutiger sein. Und dass ich mir wünschen würde, dass wir mit dem Radverkehr deutlich über die 30% kommen. 20% Autoverkehr für Bremen als eine langfristige Vision ausreichend sein könnte. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass Bremen sich zur Fahrradstadt entwickelt hat? Also was waren die Erfolgsfaktoren, die dazu führten, dass Bremen schon Ende der 80er, Anfang der 90er bei über 20% Fahrradanteil lag? Das hängt mit Sicherheit mit diesen roten Fahrradwegen im Kleinpflasterformat, die man in den 70er Jahren gebaut hat, ganz viel. Das war erstmal ein erstes Angebot, was es in anderen Städten nicht gab. Daraus, glaube ich, hat sich eine Tradition entwickelt. Bremen hat ja dann auch als erste eine Fahrradstraße gemacht. Das war die Herbststraße damals, die ist heute gar keine Fahrradstraße mehr. Dann später hat man gesagt, okay, Einbahnstraßen kann man auch mal in die andere Richtung befahren. Also es hat gute Initiativen aus Bremen gegeben. Ich muss aber auch sagen, dann irgendwann sind wir stehen geblieben bei den kleinen Fahrradwegen und bei den Innovationen, die wir dann zum Teil zurückgefahren haben. Denn dann Fahrradstraßen wurden nicht mehr gemacht oder die waren unbrauchbar eigentlich. Ich fange mal einleitend damit an, dass das Gesamtsystem Verkehr im Sinne von Verkehrsträger Gerechtigkeit ungerecht finanziert ist. Es gibt eine Studie der Uni Kassel, die belegt, dass der Autoverkehr die Kommunen dreimal so viel kostet wie der öffentliche Nahverkehr. Und der Rad- und Fußverkehr wiederum bekommt nur einen Bruchteil von dem, was der öffentliche Nahverkehr bekommt. Diese Studie ist auch speziell für Bremen gerechnet worden. Das sind 4 Städte gewesen. So, wenn das jetzt stimmt, bedeutet das für mich, wir brauchen eine ganz klare Umverteilung zugunsten des Umweltverbundes und zulasten des Autoverkehrs. Das heißt, wir müssen an der einen Stelle was wegnehmen, nicht nur Geld, sondern auch Flächen, und an der anderen Stelle was dazu tun. Immer wieder in der Diskussion, im Vergleich etwa mit Kopenhagen, wird immer wieder gesagt, Bremen habe zu wenig Platz. Wie siehst du das? Also ich bin selber mehrfach in Kopenhagen gewesen. Das stimmt schon, dass die Querschnitte ein bisschen anders sind, und trotzdem haben wir in Bremen genug vierspurige Straßen, wo man, also ich nenne mal Parkallee, Neuenlander Straße, also da gibt es genug Beispiele, wo wir üppige Verkehrsflächen für den Autoverkehr haben, die auch meiner Ansicht nach nicht überall gebraucht werden. Stau wollen wir auch nicht produzieren. Aber die Sache ist ja die, wenn wir ein gutes Angebot für den Fuß- und Radverkehr machen, und unser Angebot ist recht gut, aber könnte viel besser sein, dann führt das dazu, dass die Menschen, die nun gerade zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit der Straßenbahn unterwegs sind, dass die nicht gleichzeitig im Auto sitzen können. Das heißt, die Stauanfälligkeit von fahrradfreundlichen Städten, das ist ganz eindeutig am Stauindex abzulesen, die ist viel geringer als in Städten, wo man auf die autogerechte Stadt setzt. Das ist ein Paradox, aber es stimmt. Aber die Umverteilung in den Finanzen, die wir eigentlich brauchen, um richtig was zu tun, um eben auch Fahrradbrücken zu bauen, wie man die in Amsterdam eben auch sieht, und ganze Fahrspuren dann eben auch umzuwidmen, um grüne Wellen zu machen, nicht nur so wie wir es machen zwischen 2 Ampeln in der Remberti-Straße, die schön nah beieinander liegen. Ich glaube, die Finanzen fehlen. Also das ist einfach eine Unterfinanzierung des Radverkehrs, eine strukturelle, die es seit Jahrzehnten gibt. Das müssen wir ändern, und da gibt es auch Nachholbedarf. Also da sage ich, es ist nicht nur Gleichberechtigung, sondern es hat eine Unterfinanzierung der Verkehrsträger des Umweltverbundes gegeben. Die müssen jetzt eine aufholende Entwicklung haben, also brauchen die deutlich mehr. Mit unserem Angebot, was wir im Augenblick in Bremen haben, wäre es völlig illusorisch, die 35% zu erreichen. Das reicht nicht. Das heißt, die Flächen müssen viel größer werden, und die Angebote müssen auch sicher werden. Das ist eine Hauptkritik, die ich immer wieder habe, ist, dass es in Kopenhagen gefühlt viel sicherer ist, als in Bremen sich mit dem Fahrrad zu bewegen. Amsterdam ist da auch ein anderes Beispiel, das ist auch viel wuseliger. Aber ich wünsche mir eben auch, gerade als Vater von Kindern, wünsche ich mir, dass wir wirklich Lust haben, Fahrrad zu fahren, und dass man nicht Angst um seine Kinder dabei haben muss. Ja, an sozusagen Nachfrage. Würdest du dein 11-jähriges Kind in die Parkallee auf die Fahrbahn schicken?
Ich bin mit meiner 13-jährigen Tochter, jetzt 13-jährigen Tochter, damals war sie noch 12, hatte gerade Geburtstag gehabt, bin ich auf der Parkallee gefahren. Aber in Begleitung, ist klar. Also alleine, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Das Thema subjektive, objektive Sicherheit. Wie ist deine Haltung dazu? Ich glaube, dass die beste Lösung für den Radverkehr Protected Bike Lanes sind. Das heißt also abgetrennte Flächen, auch durchaus auf der Fahrbahn, wo aber ein Überfahren durch Autos eben zumindest schwierig gemacht ist. Oft hat man nicht die Flächen dafür und dann muss man Kompromisse angehen. Das kennt man ja auch von Baustellen, dann plötzlich müssen Fußgänger und Radfahrer zusammenfahren. Oft eine sehr schlechte Lösung, aber ist diesem verengten Verkehrsraum dann irgendwie geschuldet. Ich würde kein Dogma daraus machen, zu sagen, so, es muss jetzt unbedingt ein Fahrradweg sein oder versus auf der Fahrbahn fahren ist sicherer, weil man besser von den Autofahrern gesehen wird. Da würde ich kein Dogma draus machen. Ich finde, das kann man sowohl als auch machen. Das Wichtige ist, dass man eben eine Situation schafft, wo sowohl die subjektive Verkehrssicherheit als auch die objektive gegeben ist. Das heißt, dass Sichtbarkeit gegeben ist, dass Tempo reduziert ist und dass man möglichst, sag ich mal, ein Überfahren des Verkehrsraums der schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und auch ein Beparken im Übrigen schwierig bis unmöglich gemacht wird. Kennst du das Thema Push-Pull? Wie wird der Autofahrer gepusht, sozusagen zu wechseln zwischen den Verkehrsträgern? Ich würde sagen, es ist Zuckerbrot und Peitsche, was man da macht. Vollkommen klar ist, dass auch in unserem Papier diese Parkraumgeschichte mitgedacht wird. Das ist eine Sache, die hängt eng miteinander zusammen, solange der Autofahrer was weiß ich, in Beverstedt oder sonst wie in sein Auto steigt und hier in der Innenstadt einen Parkplatz findet vor seiner Arbeitsstätte, solange wird er das machen. Zumal, wenn der öffentliche Nahverkehr eben vergleichsweise teuer ist. Das heißt, einerseits muss man versuchen, dieses Angebot so attraktiv zu machen, das alternative Angebot, dass der Autofahrer sagt, jo, das ist ja viel bequemer und schneller und teurer ist es auch nicht. Und andererseits ist natürlich dieses, was wir mit dem Parkraum in der Stadt machen, ein Wahnsinn. Ein Auto steht 23 Stunden und 30 Minuten im Schnitt in der Gegend rum, auf Parkplätzen, die meistens nichts kosten. Das ist völlig klar, dass sich eine Stadt sowas nicht leisten kann und von daher muss sowohl die Parkfläche reduziert werden, als auch viel teurer werden. Wenn ich öffentlichen Raum nutze, dann sollte das was kosten. Das finde ich ist vollkommen normal. Und aus dem Grunde finde ich das jetzt nicht unanständig, wenn auch Bewohner dafür zahlen müssen, ihr Auto in dem öffentlichen Raum abzustellen. Ich finde erstmal die Ziele, die von diesem Bündnis verfolgt werden, richtig in der Tendenz. Jetzt muss man nur sehen, wie man und ob man da politische Mehrheiten für bekommt. Also wenn die Autos kostenlos parken und dann auch noch die Sicherheit von schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen gefährden, das müssen wir unterbinden. Bei der Diskussion zum Thema flächendeckende Parkraumbewirtschaftung wird immer wieder der Vorwurf erhoben, das sei unsozial, das würde die Ärmsten treffen. Also ich glaube, wenn das dann am Ende wieder in das System reingeht, wo dann vielleicht sich eher, also nämlich in den Umweltverbund, wo möglicherweise in dem sich sozial Schwächere bewegen, dann kann ich nicht wahrnehmen, dass das unsozial ist, sondern der SUV-Fahrer muss vielleicht ein bisschen mehr zahlen und dadurch kommt im Fuß- und Radverkehr mehr an. Und ich glaube, das nutzt auch den sozial Schwächeren. Also das ist, finde ich, ein Vorwurf, der für mich zu kurz gedacht ist. Wir müssen Parkraum stärker überwachen. Wir müssen die Kreuzungsbereiche freiräumen. Wir müssen Gehwegbreiten sicherstellen. Wir müssen Modelle für Straßen mehr benutzen, wo wir Verkehrsraum temporär oder auch dauerhaft anders nutzen. Ich wünsche mir, dass wir mehr dieses Instrument verkehrsberuhigte Bereiche und Spielstraßen einsetzen. Ich wünsche mir auch, dass wir temporäre Spielstraßen, wo man einmal am Wochenende, nicht am Wochenende, könnte man auch am Wochenende machen, also einmal in der Woche nachmittags
die Straße sperrt und die Kinder dürfen darauf spielen, dass wir solche Modelle mehr machen und da eben auch Dinge ausprobieren. Ne? Bei der Umgestaltung der Fahrradstraße Remberti hast du darauf hingewiesen, ihr wolltet die Fehler in der Humboldtstraße nicht wiederholen. Es gibt in der Humboldtstraße und auch in der Bachmannstraße 2 Fehler. In der Bachmannstraße hat man zumindest einen Fehler behoben. Das ist das eine, es ist nicht klar, dass Autos nicht auf einer Fahrradstraße parken sollen. Das hat man in der Humboldtstraße immer wieder, das verstehe ich auch. Wenn da jemand keinen Parkplatz findet und da ist eine Fläche frei, stellt sich jemand dahin. Das heißt, die Regeln muss man verdeutlichen. Und da wünsche ich mir das schon, wie man das in Kiel zum Beispiel hat, dass man da eben einen breiten weißen Strich an der Seite hat, wo klar ist, hier fängt die Fahrbahn an. Und da ist nicht jetzt irgendwie noch eine gemischte Fläche, wo man auch parken kann. Der zweite Bereich, den ich in der Humboldtstraße katastrophal finde, das sind die Übergangsbereiche zu St. Jürgenstraße und am Dobben. Die Aufstellflächen für den Radverkehr sind da echt niedlich und die Autos stehen zum Teil sogar noch auf diesen Flächen drauf. Das muss ungefähr 10-mal so groß sein, damit das irgendwie Sinn macht und man braucht einfach auch mehr Flächen, dass man an dem Autoverkehr vorbeikommt. Das hat man jetzt in der Remberti-Straße gut gemacht, muss man wirklich sagen. Da ist eine richtig fette Aufstellfläche gemacht worden. Das ist alles sehr deutlich mit Piktogrammen gekennzeichnet. Soweit ich weiß, wird die Remberti-Straße auch noch rot angemalt, sag ich mal so, und die Fahrradstraßen davor und dahinter auch. Also da geht es wirklich nur mit guten Angeboten. Aber diese Fehler in der Humboldtstraße, die gestalten sich auch dadurch, dass man so dem Autoverkehr nicht richtig wehtun will und dass man eben die Übergänge immer nicht mitdenkt. Ne? Also wenn eine bevorrechtigte Situation in eine in Anführungszeichen normale Situation übergeht, dann muss man das eben sicher und komfortabel lösen. Sonst ist das Angebot zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht. Warum machen wir in Bremen Fahrradstraße Light, nachdem Klaus Hinter am Anfang der Herbststraße ja gar nicht so agiert hat? Auch da sind wir Grüne nicht allein in dieser Stadt. Das würde ich mir alles wünschen, ne? Dass die Durchgangsverkehre nicht stattfinden und die versuchen wir auch zu erschweren. Anliegerfrei finde ich jetzt kein geeignetes Mittel, weil anliegerfrei heißt auch, dass man die Anlieger und Nicht-Anlieger kontrollieren muss. Das ist völlig illusorisch. Also wir haben zum Beispiel eine Situation, Parkallee dann in die Remberti-Straße rüber, da gibt es viel Durchgangsverkehr. Da ist diskutiert worden, machen wir da jetzt ein Schild anliegerfrei, da habe ich gesagt, das ist Blödsinn. Wenn, dann müssen wir das geradeausfahren unmöglich machen. Dafür setze ich mich jetzt gerade ein, um da eben wirklich nennenswert sowohl aus der Parkallee wie aus der Remberti-Straße Durchgangsverkehr rauszuholen. Na klar, eigentlich sind Autofahrerinnen Gäste in Fahrradstraßen. Die sollten sich auch so verhalten. Zum einen wissen sie nicht oft, welche Regeln da herrschen und diese Regeln sind eben auch nicht deutlich. Das heißt, neben Informationen muss man eben auch diese Regeln deutlicher machen und eben durch bauliche Maßnahmen, sowas wie Überholen, eben auch unmöglich machen. Ne? Also so wird, soweit ich weiß, in der Parkallee dann eben dieser Bereich verschmälert, so dass eigentlich ein Auto dort nicht mehr überholen kann. Tempo 20 wäre wünschenswert in Fahrradstraßen, damit der Autofahrer gar nicht auf die Idee kommt. Dafür müsste eigentlich die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Also das fände ich sinnvoll, dass in allen Fahrradstraßen Tempo 20 ist. Du erinnerst dich an Klaus Hinter? Na klar, ich habe öfter mit ihm gesprochen. Ja, und Klaus Hinter hat ja gesagt, was interessiert mich, ich sag mal so bildlich, die StVO. Ich versuche jetzt mal ein Instrument zu schaffen, ich probiere das aus und ich setze einfach mal die Schilder hin, die ich für richtig halte. So hat er ja mit der Herbststraße angefangen. Mir fehlt manchmal der Mut in Bremen, solche Experimente auch wirklich durchzusetzen, selber zu machen. Also das mit Tempo 20 und Fahrradstraßen finde ich erstmal eine gute Idee. Das habe ich mal als Idee jetzt mitgenommen aus unserem Gespräch. Der Mut, ja, na klar fehlt der. Es gibt ja verschiedene Lobbygruppen, die da einwirken auf uns als Politik.
Trotzdem sind wir, finde ich, zum Beispiel mit dem Fahrradmodellquartier in der alten Neustadt, wo ja jetzt noch ein Pendant am Ellener Hof noch gleich mit dazu kommt, sind wir sehr mutig gewesen. Eigentlich Fahrradmodellquartier, die Schilder gab es nicht und die Regeln dafür gab es auch nicht. Da haben wir einfach einen Verkehrsversuch dann draus gemacht und haben dann, das fand ich auch mutig, haben dann gesagt, okay, jetzt wollen wir das auch richtig machen und dann mit der Hochschule in der Kooperation zusammen immerhin 2,4 Millionen nach Bremen geholt, sodass man da jetzt auch eine vernünftige Lösung hinbekommt. Das war, finde ich, sehr mutig, dass dieses Vorbild gleich das nächste Modellquartier nach sich gezogen hat, zeigt, dass gute Beispiele auch Nachahmung hervorrufen. Sowas wünsche ich mir mehr, klar. Also natürlich können wir mutiger sein, aber wir müssen uns auch umgucken und dann müssen ein paar Leute da sein, die so mutig sind, mit uns mitzugehen. Ein Problem ist immer wieder, auch in dem Fahrradmodellquartier für uns, dass dieses Thema Fahrradstraße auch immer weiterhin in dieser Light-Version auftaucht. Man hat immer wieder widerstrebende Interessen dabei. Ich kann damit leben. Wenn ich jetzt in der Opposition wäre, würde ich auch sagen, so, wir machen nur noch Fahrradstraßen, deswegen heißen die ja so, wo nur noch Fahrräder drin fahren. Was ich mir wünsche, ist klar, Tempo 20 in der Fahrradstraße ist gut. Möglichst gar kein Autoverkehr oder wenig Autoverkehr ist gut. Nur dann würde ich keine Fahrradstraßen mehr durchsetzen. Also gehe ich dann den Weg des Kompromisses. Der kriegt zu Recht die Kritik. Das kann ich nachvollziehen. Trotzdem ist es mir lieber, wir haben diese Humboldtstraße gemacht und die Wachmannstraße, als dass sie immer noch in dem Zustand wären, wie sie vor 5 oder 10 Jahren waren. Das Mantra der Autostadt, das ist immer noch vorhanden. Das ist ja auch klar, dass das nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass das Mercedes-Werk hier ein riesengroßer Arbeitgeber für Bremen ist und auch eine ökonomische Bedeutung hat. Von daher, glaube ich, ist da die Hemmung, da zu doll reinzugehen, groß. Also sagt man eher, naja, so ein bisschen können wir auch machen. Das ist dann immer ein Verkehrswändchen, was dabei rauskommt oder noch nicht mal was diesen Namen verdient. Also da wünsche ich mir einfach ein entschlosseneres Handeln, weil wir da, wenn wir diesen Begriff ernst nehmen und die Notwendigkeiten, die eben auch in der Klimakrise liegen, dann müssen wir da viel entschlossener vorgehen. Aber okay, mir ist es lieber, ich schaffe zumindest ein bisschen, als ich schaffe gar nichts und sage, aber ich weiß es besser.